Hallo zusammen, herzlich willkommen beim neuen Tutorial. Heute geht es um den stressfreien Saisonstart. Wir werden miteinander unser Moffa auswintern. Um diesem Tutorial zu folgen, braucht ihr etwa 15 Minuten. Was wir dazu brauchen, sind folgende Artikel. Wir haben das Getriebeöl, weil wir am Schluss noch kurz einen Ölwechsel machen, dass wir den für die ganze Saison vergessen können. Auch etwas schmieren, deshalb Schmierspray, normales Handwerkzeug, Kerzenschlüssel mit einem Drehmoment entsprechend, um die Kerze richtig anzuziehen. Und wir werden für die neue Saison noch eine Diebstahlsicherung mit auf den Weg nehmen. Das ist bereits alles. Eignen tut sich das natürlich für jedes Moffa, das richtig eingewintert wurde. Wir haben ja ein Einwinterungsvideo hier oben in der Verlinkung. Ich würde sagen, wir starten rein. Wir haben es beim Einwintern ja schließlich sauber eingepackt und zugedeckt. Nun dürfen wir unser wunderbares Moffa wieder auspacken. Beim Auswintern ist es natürlich schon wichtig, was ich heute erzähle, gilt dann, wenn es auch sauber eingewintert wurde. Dieses Tutorial dient nicht um einen Scheunenfund, welcher 20 Jahre gestanden gelegen hat, wieder instand zu stellen. Es geht hier rein wirklich nur um ein sauberes Auswintern nach sauberem Einwintern. Wir starten wieder rein und zwar wieder von oben nach unten. Wir starten beim Tank. Schauen, ob wir da immer noch den gleichen Füllstand haben. Ja, Finger ist nass, Tank ist immer noch voll. Wir hatten letztes Mal den Fuel Stabilizer ja ins Benzin gegeben, damit der Benzin nicht verderben kann im Tank. Deshalb möchten wir heute unser Moffa etwas schütteln, dass wirklich im Tank wieder eine gute Mischung da ist. Der Fuel Stabilizer ist übrigens kein Problem. Der können wir jetzt mit der ersten Tankfüllung so wieder durchlassen und danach wieder ganz normal tanken die Saison durch. Also da müssen wir nicht jetzt den Benzin ablassen oder wieder erneuern. In dem Fall können wir nun unser entleerten Vergaser mal befüllen. Wir öffnen den Benzinhahn, können hier unten am Vergaser je nach Moffa-Modell jetzt noch etwas tupfen, dass das Benzin sauber nachläuft. Jetzt geht es darum, dass wir kurz noch den Ölstand kontrollieren. Auch da wieder schauen, hallo, hat das irgendwo durch den Winter durch Spuren hinterlassen oder ist irgendwas undicht? Wenn da der Ölstand stimmt, dann können wir eigentlich bereits drauf losgehen und das Moffa mal zum allerersten Mal in diesem neuen schönen Jahr starten. Wir schauen auch, ob er da irgendwo Öl geschwitzt hat. Sieht eigentlich sauber und trocken aus. Jetzt gehen wir kurz auf den Ölstand, machen die Niveauschraube auf. Jawohl, es hat noch genügend Öl drin. Wenn das Moffa gestartet ist, werde ich Bremsen kurz kontrollieren, schauen, ziehen die schön. Danach das Licht kontrollieren, haben wir Licht vorne, hinten, ist alles in Ordnung. Und zugleich wird das Moffa eigentlich auch gleich etwas warm gelaufen. Gegebenenfalls Bremsen, Licht so halt kurz instand stellen, dass es wieder tauglich ist. Und wenn wir danach warm gelaufen sind, gleich danach den Ölwechsel noch vollziehen, dass wir auch wieder wirklich mit frischem Getriebeöl starten können. Danach gibt es noch ein paar Kontrollen, etwas schmieren an den Griffen und dann haben wir eigentlich bereits schon alles. Das Moffa läuft. Es ist halt so, wir hatten ja letztes Mal sehr viel Öl auch noch in den Zylinder gelassen, damit er nicht festrosten kann. Deshalb haben wir auch entsprechende Rauchentwicklung. Wir können jetzt das Licht kontrollieren. Vorne geht das Licht perfekt. Hinten, das Licht geht nicht hinten. Wir werden hinten noch eine neue Birne reingeben. Hinterbremse. Geht sehr gut. Gut, wir haben ja unsere Feststellungen gemacht jetzt im Probelauf. Der Motor ist warm. Ich werde als erstes jetzt gerade kurz das Öl ablassen, dass das von alleine mal laufen kann. Und dann gehen wir auf den Rest. Wir nehmen unsere Ölablasswanne. Dann kommt unsere Schraube weg. Am besten sogar der ganze Deckel.
Das Öl läuft jetzt, das lassen wir laufen. Wir gehen an die Hinterbirne, haben wir festgestellt, die hat es genommen. Wir nehmen da die Hinterbirne raus, machen sofort eine neue Birne rein. Danach, was ich immer mache, ich habe nicht gerne Handschweiß an den Glühmitteln, deshalb immer mit dem Lumpen etwas nachputzen. Gut, nun können wir das Ganze wieder verschließen und danach machen wir am Schluss noch die Kontrolle, ob das auch wirklich wieder läuft. Jetzt können wir, bis das Öl fertig getropft hat, noch diverse andere Punkte kontrollieren. Wir werden wieder von oben nach unten kurz arbeiten. Ich werde oben die Hebel, die Griffe, die Bodenzüge hier noch etwas schmieren mit dem Spray, ganz gewöhnlich. Die Bremsen haben wir ja kontrolliert, die ziehen gut. Nach dem Schmieren kommen wir wieder Richtung unten, nehmen den Lappen, ziehen da durch und werden am Schluss hinten noch etwas beim Auspuff kontrollieren, alle Auspuffschrauben anziehen, dass es den nicht wegvibriert bei der ersten Rundfahrt und natürlich danach auch noch auf die Antriebskette, Kettenspannung losgehen, Schluss Reifendruckkontrolle. Wir schmieren die Bodenzüge, da kann man wirklich hier etwas geben, dazu etwas bewegen. Dann kann man auch auf die Gelenke der Hebel noch etwas geben. Jetzt haben wir da Ordnung, dann auch beim Gas haben wir beim Magura-Gas zum Beispiel oben so einen schönen Schlitz, wo man auch etwas Schmierstoff geben darf. Dann natürlich auch unten in den Gleitstein, da kann ich auch etwas schmieren. Jetzt haben wir hier noch eine sehr feine Sache. Die andere Seite ebenfalls, auch hier in den Bodenzug rein, auf das Gelenk, auf den beweglichen Teil und auch unten. Auch beim Anlasser darf man mal einen Sprutz geben. Am Bodenzug, da wo er aus der Stellschraube ragt, einen Druck hineingeben. Vielleicht auch hier am Hebelchen selbst, das ist da drin, wo es beweglich ist. Darf man auch ein Spritzerchen geben. Andere Seite machen wir dasselbe, das ist hinten. Da gehen wir wieder in die Stellschraube rein. Jetzt kontrollieren wir noch kurz den Luftdruck. Wir haben beim Einwintern etwas übergepumpt, dass die Pneus sicher nie flach stehen, dass es keine Standschäden am Pneu gibt, irgendwo die Rundung durch eine Fläche unterbrochen wird. Deshalb schauen wir jetzt, was haben wir für einen Druck, müssen wir etwas zugeben oder etwas ablassen. Hier haben wir 2,5, 2,7 Bar. 2,7 hinten. Absolut perfekt. Vorne 2,7. Da lasse ich etwas weniges ab. Vorne haben wir weniger Belastung. Ich gehe auf 2,5. 2,5. Reifendruck ist kontrolliert. Ziehen wir doch kurz noch alle beweglichen Teile an, die halt, ich sag mal, oft belastet werden beim Fahren. Das sind sicher die Radschrauben, also die Radmuttern, Radachsenmuttern und Auspuff. Beim Auspuff haben wir beim Sachs hier diese Verbindungsbride, die Gummibride darf man nicht zu fest anziehen, die ist für mich in Ordnung. Die Aufhängung ist immer so eine Sache, da werde ich kurz drauf los, wenn es da stark vibriert, dann nimmt es die. So ist gut. Gut, haben wir schon einiges stabiler. Dann gehen wir auf die Radmuttern. Gut. Gut. Hier hinten müssen wir, bevor wir was lösen, kurz auf die Kettenspannung achten. Die ist sehr, sehr locker. Mussten wir auch nicht spannen. Letztes Mal wurde die gereinigt und gefettet. Das ist alles gut. Jetzt werden wir die noch richtig spannen. Das heißt, ich löse hier die Radmuttern an und danach auf den Kettenspanner los. Gut, beide Radmuttern gelöst. Nun die Kettenspannung erhöhen. Immer zuerst die Antriebsseite
bis es hier einigermaßen stimmt. Dann die zweite Seite, bis das Rad wieder gerade steht. Gut, jetzt kommt wieder der Trick. Wenn wir hier anziehen, dass beim Anziehen sich die Kette nicht noch mehr spannt, geben wir kurz den Schlüssel hier rein, ziehen so. Jetzt ist der Schlüssel drin, macht die Distanz. Jetzt können wir hier ziehen. Gut, jetzt kann man den rausnehmen und wir haben das gewollte Spiel. Ich ziehe beide Radmuttern wieder an. Die Auspuffschikane ziehe ich auch noch etwas nach, kommt mir in den Sinn, macht immer wieder Sinn. So. Habe ich vorhin schon gesagt, wir hatten ja letztes Mal noch Öl in den Zylinder gegeben. Stahlgusszylinder muss man zum Einwintern etwas einölen mit Zweitaktöl. Das hat natürlich jetzt auch ordentlich für Ruß und Rauch gesorgt. Deshalb werden wir jetzt auch noch die Kerze kontrollieren. Die ist natürlich ölig, das ist so. Etwas schwarz, das ist auch eher eine alte Kerze. Da gönnen wir uns jetzt zum Beispiel eine neue für die neue Saison. Dann nehmen wir eine neue Kerze, setzen die ein, ziehen die mit dem richtigen Drehmoment an von 30 bis 35 Newtonmeter. Ich habe jetzt 34 eingestellt. Wie angesprochen, verpassen wir jetzt unserem Mofa noch eine Diebstahlsicherung für die neue Saison, egal wo wir sind, wo wir das abstellen, damit es sicher nie abhanden kommt. Das wäre ja jetzt besonders schade. Wir werden noch neues Öl einfüllen, danach noch einen finalen Probelauf. Dann wäre es das schon gewesen. In unserem Fall haben wir wieder ATF, Automatenöl beim Sachs ABL Motor. Es sind dort gemäß Handbuch 2,5 Deziliter Öl einzufüllen. Kommt uns schon entgegen. Die 2,5 Deziliter sind jetzt drin. Wir können den Zapfen verschließen. Nun werde ich mit dem Lappen noch alles reinigen. Auch hier beim Auspuff. Allgemein, falls es staubig geworden ist, euer Mofa, könnt ihr das noch etwas abstauben. In unserem Fall hatten wir natürlich eine Plache drauf. Da gibt es herzlich wenig Staub. Sieht natürlich sehr sauber aus so. Und so sind wir natürlich wieder fit für die Saison. Jetzt machen wir nochmals den letzten finalen Probelauf. Also wir starten das Mofa nochmals. Schauen nochmals kurz, stimmt es mit der Kette oder schwaddert die noch? Haben wir die Bremsen immer noch im Griff nach dem Ölen und gehen jetzt nun alle Lichter richtig und dann haben wir das Ganze. Lichtkontrolle 1 funktioniert, Licht vorne funktioniert. Schauen wir uns noch die Bremsen an. Komme zuerst vorne. Wenn ich am Rad drehe, geht gut. Bremst perfekt. Hinten kann ich etwas Gas geben. Bremst perfekt. Alles in Ordnung. Gut, das war's gewesen vom Mofa Auswintern. Ich hoffe, es hat euch so richtig Lust auf die neue Saison gemacht. Ich wünsche euch noch ganz gute Schrauberstunden und bis bald.